jetzt besser zu. Wunderbar. So bin ich im Aufstieg. Catalano Richtung Blaue Trail, Oltre Finale. So, ich bin jetzt hier vom ersten kurzen Trailabschnitt. Ein grüner Trail. Der Name ist Il Collegamento. Zufahrt zu den Trails Hiroshima Mon Amour und dem, wo ich jetzt heute fahre, Oltre Finale. Schön breit, aber gleich ein paar technische Passagen hier mit diesen Steinen. Wir fahren die Trails alle zum ersten Mal hier. So, ich bin hier im ersten Teil vom Trail Oltre Finale. Schon mal richtig anspruchsvoll hier. Gott Heiland. Ein paar Gegensteigungen mit Steinen drin. Ja, das fordert gerade schnell ein bisschen. Ich spürt mir jetzt hier schon ein bisschen den Charakter von diesem Trail. Ui, die Steine sind noch recht nass hier. Es ist ziemlich neblig. Ja. Zu wenig Schwung. Und das, dass es hier ziemlich neblig ist, hier oben, etwa 1100 Meter über Meer, ist es entsprechend feucht und sind die Steine recht rutschig hier. Und trotzdem, mit dem richtigen Pneudruck hast du auch der richtige Grip, von dem her alles okay. Ja, nice. Ja, die losen Steine hier fordern volle Konzentration. Ne? Mega nice. Eieiei. Mamma mia! Die Steine sind abartig rutschig. Wenn du nicht falschen Ort bremst, dann tschüss bäsen. Alla. Mamma mia! So, ich bin hier im letzten Teil vom Trail Oltre Finale. Er war jetzt sehr technisch anspruchsvoll, der ganze Trail. Da es sehr neblig ist, leider haben wir hier nicht wirklich eine coole Aussicht. Habe ich entsprechend das ein bisschen anders erwartet. Es ist sehr feucht. Und da sind die schieferartigen Gesteine hier sehr rutschig und teilweise auch zum die Linie halten schwierig. Hat mich ein paar Mal ein bisschen verarscht gehabt. Aber jetzt mal schauen, vielleicht wird es besser weiter unten. Mal schauen. Ich würde sagen, let's go. Es ist noch interessant, dass der als blau drin ist. Weil der ist für mich definitiv nicht blau da. Selbst wenn man den Faktor vom Finale noch einrechnet, auch das ist nicht blau aus meiner Sicht.
Aber der Trail misst sich natürlich anhand von der durchschnittlichen Schwierigkeit und darum denke ich, ist blau, was in der Schweiz ja eigentlich etwa so rot ist in einem Bikepark, absolut okay bis jetzt. Aber es hat Abschnitte drin, die sind definitiv nicht blau. Hast du es wieder viel flowiger hier? Ja, das ist schon wieder gar nicht blau hier, das ist fast wieder ein Grün. Okay. Das ist eigentlich noch ganz spassig hier. Immer ein bisschen auf und ab. Das ist nice. So. Schnell schauen, was hier weitergeht. Ui, ui, ui. Okay. Es hat immer wieder Spuren von dir, wahrscheinlich von Wildseu. In gewissen Turns siehst du die Spuren. Trotzdem noch ein echt anspruchsvolles Terrain da zwischendurch. Ich habe übrigens, wenn man Richtung Meer schaut, auf der rechten Seite, das ist Pietra Ligure Seite, wo der Trail Oltre Finale ist. Mamma mia! Aber der Trail ist in einem sehr guten Zustand. Teilweise ein bisschen ausgewaschen, aber das ist normal. Das ist schliesslich ein Freeride-Trail, ein Enduro-Stuff und nicht so Bikepark-mässig. Dementsprechend sind sie aber recht rough. So, wir sind auf dem letzten Teil vom Oltre Finale. Oh, meine Fresse! Mamma mia! Stehen wir blitzschnell überlegen, welche Leine es nehmen. Ja, yeah, geil. So langsam kommen wir in die Sonne runter. Da habe ich auch nichts dagegen. Oi. Da bin ich jetzt hier auf dem Transfer Richtung zweiten Trail Rock'n'Rolla. Ich kann euch empfehlen, ein Garmin oder etwas dabei zu haben, oder sicher Trailforks. Die Navigation ist doch ein bisschen schwierig. Die Trails sind nicht ausgeschildert mit Schildern, das sind die Wanderwege, die hier ausgeschildert sind. Also kann ich empfehlen, eine Navigation dabei zu haben. So, wieder auf dem zweitletzten Trail von dieser Tour hier, Rock'n'Rolla. Fängt schon ziemlich steil an. Ja, nicht ganz. Uiuiui. Okay. Ja.
Ist glaube ich ein bisschen steil hier. He? Wenn du den Schwung kannst mitnehmen hier unten raus, kannst du vielleicht über die Highline und hier hinten runter, weil hier runter wird die eher weniger. Aber ja, interessant zum sehen. Ich habe gerade ein bisschen gäche Stufen da. Ui. Ja, ein bisschen mehr Schwung. Dann wäre das besser gegangen. Ja, da musst du. Holy shit! Ja, wenn man hier schön sieht, also der Trail ist abartig technisch. Es hat sehr viel so Off-Camber Stein-Felspassagen, wo man entweder kann probieren, die Highline zu nehmen. Das Problem ist aber, dass du die Linie effektiv musst haben, weil wenn du runterziehst, dann rutschst du knallhart weg. Und jetzt ist es noch leicht feucht. Ja, der Trail ist definitiv nicht für schwache Nerven. Okay, das funktioniert jetzt besser da. Sobald du mal eine Line hast und es nicht ständig einen Richtungswechsel gibt, dann geht es einigermaßen. Mamma mia! So, der letzte Teil von meiner Tour heute. Dog Eat Dog heisst der Trail. Ja, sobald die Steine wieder ein bisschen trockener sind, traue ich mich mehr da. Ja, dann nehmen wir rechts. Ja, das funktioniert besser da. Ist ja viel weniger nass da. Und meine Maxis Assegai, die haben super. Die Bröse sind absolut Favorite. Magic Mary ist auch gut, aber der Assegai ist einfach noch, er klebt noch ein bisschen besser am Boden. Allora. Ui. Okay. Ja, der Trail ist geil. Das ist jetzt meinem Niveau entsprechend. Rock'n'Roll ist mir schon einer zu hoch. Mit diesen extrem steifen Switchbacks, die es drin hat. Ja, sehr geil. Nice. Der Trail ist richtig geil. Ich bin jetzt hier im mittleren Teil vom Dog Eat Dog. Also kann ich absolut empfehlen, den Trail. Wer etwa auf meinem Level fährt, er wird hier richtig Fun haben, so wie das aussieht. Ja, das ist geil. Mamma mia! 312 Meter über Meer. 615 Höhenmeter habe ich auf meiner Tour. Habe mich jetzt entschieden, spontan das Pietra Ligure unten noch einmal raufzufahren. Und jetzt bin ich hier oben und erwarte jetzt hier vorne eine wunderbare Aussicht. Der letzte Trail für heute, Ruote di Pietra. Ja, wenn wir mal schauen. So, Trail Ruote di Pietra.
Ui. Okay. Schön steinig da. Wow. Nice, nice. Ja, grobe Sache. So, ich denke, es geht hier runter. Nice. Ja, grobe Sache da. Grob, aber nice. Ja, es ist steiler als es aussieht. Es geht hier rechts das Loch ab. Mamma mia! Ja, hey, zieht mich das rein. Krass. Krass, aber mega nice. Wow. Ja, es ist sehr steep und mit diesen scharfen Rocks hier ist es nicht ohne. Ja, da haben wir Highline, gut. Da oben drüber. Ja, nice. Grobe Sachen. Aber der Trail ist geil. Ja, ist genau meins. Oben mit den losen Rocks, diesen sehr losen Steinen, auch sehr anspruchsvoll gewesen. Ja, da lohnt es sich ein bisschen Dampf zu geben. Da. So, da kann das Schwung mitnehmen über die Steine. Da. So. Haha. Wow. Grobe Sache. Okay. Da ist ein bisschen ausgewaschen da. Der Trail verlangt alles ab von mir jetzt gerade noch. So, jetzt verschiedene Lines. Mal schnell schauen. Genau, hier rechts ist Spillover. Der Trail kommt auch vom gleichen Ort von hier oben. Geht hier in Meeresblickrichtung rechts runter. Und Rote di Pietra geht hier geradeaus weiter. Ja, Mann. Geil. So, ich glaube, das ist jetzt langsam der letzte Teil da. Ja. Ja, Mann! Alla! Ja, jetzt bin ich froh um meinen Federweg. Krass ausgewaschen. Genau das macht es anspruchsvoll. Okay. So, die letzten Meter. So, schon wieder sind wir in Pietra Ligure.